So, see if from the various things we've covered, see if you have any questions. Von den verschiedenen Dingen, die wir besprochen haben, vielleicht gibt es dazu Fragen. Yeah. I was wondering about the ethics of Dzogchen. As you have explained, it seems to be mostly linked to linkedness or interference with the field. Is that the same thing as compassion, or is compassion adds something to it? Okay. Die Frage war, wie ist es mit der Ethik in Dzogchen? Das scheint ja hauptsächlich mit der Verbundenheit mit dem Feld zu tun zu haben und er wundert sich, ob das dasselbe ist wie das, was man als Mitgefühl bezeichnet. Ist das das Gleiche oder etwas anderes? I mean, generally speaking, for us human beings, words like love and compassion are very sweet. They are like beautiful flowers. Allgemein gesprochen sind Wörter wie Liebe und Mitgefühl für menschliche Wesen haben einen süßen Klang. Sie erscheinen uns, als ob es so etwas wie Blumen wären. And every religion has some sweet writings about the importance of kindness and connectivity. Und jede Religion hat irgendwelche Schriften anzubieten, in denen die Wichtigkeit und die süße Qualität von Güte und von Bezüglichkeit, Bezogenheit beschrieben wird. With the sense that through compassion you transcend the limit of your ordinary life. Immer mit dem Verständnis, dass durch Mitgefühl man die Begrenzungen des gewöhnlichen Lebens überschreiten kann. And that points to the inseparability of wisdom and compassion. Und das weist ja schon auf die Untrennbarkeit von Weisheit und Mitgefühl hin. For example, in the Christian story of the Good Samaritan. Zum Beispiel in dieser christlichen Geschichte vom guten Samariter. Somebody's a traveler walking along a road, it's probably pretty hot, they're probably tired anyway. Da ist ein Reisender, der die Straße entlang läuft, es ist wahrscheinlich heiß, der Reisende ist wahrscheinlich müde. And they see someone lying on the side of the road in distress. Und er sieht jemanden, der an der Seite der Straße liegt, der in Schwierigkeiten ist. By their clothing and so on, they can recognize this is persons from a different group, a group that we would normally consider to be our enemy. Und durch seine Bekleidung kann er erkennen, dass diese Person zu einer anderen Gruppe gehört, eine Gruppe, die man normalerweise als Feind betrachten würde. But a concern for the other person's welfare arises, which takes him across the road, talking to the person, helping him, taking him to a place where he can be fed and looked after, paying for the cost of that, and so on. Aber eine Fürsorge für das Wohlergehen des anderen erwacht in ihm und er geht rüber über die Straße zu der Person, spricht mit ihr, sorgt dafür, dass sie an einen Ort kommt, wo sie versorgt werden kann und übernimmt auch die Kosten dafür. If he had been a not good Samaritan, he wouldn't have done that. Wenn er nicht ein guter Samariter gewesen wäre, hätte er das nicht getan. But because he's a good Samaritan, he did it. Weil er ein guter Samariter war, hat er es getan. So the importance of the story tells us that just as he was a good Samaritan, I can be a good Scottish person. Und die wichtige Botschaft hier der Geschichte ist, dass genauso wie der eben ein guter Samariter sein konnte, so kann James ein guter Schotte sein. Buddhism would take a slightly different reading. It would say, here is a person who transcended the limitation of his cultural definition, of his egoic definition, and in the gesture towards the other, he was moved out of himself. He was dislocated. In fact, you could say it was a form of ecstasis, ecstasy. Und der Buddhismus würde dabei eine ganz andere Interpretation nehmen, das sozusagen durch die Art und Weise, wie seine Energie zu dem anderen hinausging, wurde er aus seiner eigenen Selbstbezüglichkeit herausgenommen, gewissermaßen aus seinen normalen Ego-Definitionen hinausversetzt. Eine Sache, die man in gewisser Weise sogar als Ekstase, also das Hinausgenommen werden, bezeichnen kann. Because of course, in being a good Samaritan, he's a bad Samaritan. Denn in der Tat, indem er ein guter Samariter war, war er auch ein schlechter Samariter. We Samaritans don't like these people.
Denn wir Samariter, wir mögen diese Leute nicht. You, by your ridiculous action, have betrayed us. Du durch deine lächerliche Handlung hast uns verraten. It's not unknown for people to conceptualize things in that way. Es ist nicht unbekannt, dass Leute auf diese Weise denken. Was Bonhoeffer a good German? War Bonhoeffer ein guter Deutscher? You know him? Bonhoeffer war ein Deutscher, der einen Anschlag auf Hitler plante. Theologian. Theologian. Theologe, Entschuldigung. Ja, Theologe. Der Bonhoeffer, der ist mit Kindern, für die er Verantwortung hatte, die ins KZ sollten, der ist mit denen zusammen ins KZ gegangen. Okay, habe ich vergessen. So, back with Buddhism. Sichereres Territorium. In general Buddhism, we have a notion of three kinds of compassion. There's the compassion of intention or aspiration. Im allgemeinen Buddhismus haben wir drei Arten von Mitgefühl. Das erste ist das Mitgefühl, das als Absicht, als Intention vorhanden ist. Which is compared to planning to go on a journey. Und das wird verglichen damit, dass man den Plan hat, auf eine Reise zu gehen. So we say, may all sentient beings be happy. Wir könnten also zum Beispiel sagen, mögen alle fühlenden Wesen glücklich sein. It's a nice thing to say, but it doesn't cost you very much. Das ist eine schöne Sache, die man sagen kann, aber es kostet auch nicht viel. The second level is the compassion of practice. Die zweite Ebene ist das Mitgefühl der Praxis. So you sit to do your meditation practice. Man sitzt, macht seine Meditationspraxis. Before you begin the practice, you develop the bodhisattva attitude to work for the benefit of others. Und bevor man die tatsächliche Praxis ausführt, entwickelt man die Motivation oder die Absicht eines Bodhisattvas, verfügbar für andere zu sein. As you do the practice, you hold all beings in mind. Und während man die Praxis ausführt, hält man alle Wesen im Geist. And at the end of the practice, you dedicate any merit arising from the practice to all beings. Und am Ende der Praxis widmet man jegliche Verdienste aus der Praxis dem Wohl aller Wesen. So this is going to cost you. You cook a meal and you let other people eat it. Und das wird einen schon etwas kosten. Man kocht eine Mahlzeit und lässt die anderen es essen. You're a hungry good boy. Und selber ist man ein hungriger, guter Junge. No, this is the whole idea of giving it away. Das ist die ganze Idee des Weggebens. It's easy to say the words, now we dedicate the merit. But if you think, oh, take out your wallet, you give all the money to other people, now I don't have any money. Es ist natürlich leicht, die Worte zu sagen, ich widme das Verdienst allen, aber wenn man sich das wirklich vorstellt, das heißt, es ist so ähnlich wie wenn man die Brieftasche rauszieht und das ganze Geld an alle anderen verteilt. When I die, I want to go to Dzogchen, a nice place. Wenn ich sterbe, möchte ich zum Dzogchen gehen, ein netter Ort, I gave someone else my ticket. aber ich habe jemandem anderen meine Fahrkarte gegeben. Now I'm stuck here with all these fucked up people. Jetzt bin ich hier stecken geblieben mit all den verdorbenen Leuten. That is the logic of that kind of practice. So one has to, if you enter the logic of it, then you think, oh wow, I'm really doing something. Not just saying some nice words, but I'm actually sacrificing the resources that could make me happy for other people. Das ist die Logik, die hinter dieser Art von Praxis steckt. Und wenn man darüber nachdenkt, wenn man diese Logik wirklich versteht, dann merkt man tut tatsächlich was, man opfert die Ressourcen, die eigentlich einem selber helfen könnten, für das Wohlergehen anderer. While I'm sitting meditating, other people are watching football on television and drinking beer. But they're going to get the merit, not me. My God, I'm a good boy. Oh no, if I say that, I'm a bad boy. Warum mache ich das alles? Ich sitze hier meditieren, während die anderen in der Kneipe sitzen, Bier trinken und Fußball anschauen. Und eigentlich muss ich ein ziemlich guter Junge sein. Aber nein, wenn ich das decke, dann bin ich schon wieder ein schlechter Junge. Very, very difficult once you get into this
kind of market economy of storing things up and exchanging it. Because gain and loss is part of the story. Sehr schwierig, wenn man in diese Marktökonomie von Gewinn und Verlust und Austausch kommt, denn etwas sozusagen Gewinn und Verlust ist dann wirklich ein Teil der ganzen Sache. But it's linked with the idea of the Bodhisattva, especially the form of the Bodhisattva, who is the very last person to gain enlightenment. Das ist aber sehr stark mit der Idee eines Bodhisattva verknüpft, insbesondere des Typus von Bodhisattva, der als letzter nach allen anderen Erleuchtung erlangen möchte. And of course it's particularly challenging because of pride. Und das ist natürlich besonders auch herausfordernd aufgrund von Stolz. Because pride is the secondary gain of being good. Denn der Stolz ist natürlich der sekundäre Gewinn vom Gutsein. This is why in the Mahayana tradition they always say wisdom and compassion are the two wings of a bird. Und das ist der Grund, warum im Mahayana grundsätzlich gesagt wird, dass Weisheit und Mitgefühl wie die zwei Flügel eines Vogels sind. And therefore we manifest compassion out of emptiness. Daher müssen wir das Mitgefühl aus der Leerheit manifestieren. And the purest form of that is the third kind of compassion, which is called compassion which doesn't take an object. Die reinste Form davon ist dann die dritte Form des Mitgefühls, von der man sagt, das ist das Mitgefühl, das kein Objekt hat. So we work for the liberation of all illusory beings. Sodass wir für die Befreiung aller illusorischen Wesen arbeiten. There are no true suffering beings. Es gibt keine wahrhaft leidenden Wesen. True suffering beings exist inside the frame of duality. Wahrhaft leidende Wesen existieren nur in dem Bezugssystem der Dualität. Yesterday we looked at the Heart Sutra. Gestern haben wir uns das Herzsutra angeguckt. There is no gain. There's no development. Es gibt keinen Gewinn, keine Entwicklung. There are no constituents of the individual person. Es gibt keine Konstituenten einer individuellen Person. This is the illusory play of emptiness. Es handelt sich nur um das illusorische Spiel der Leerheit. Some of this illusory play manifests as the hell realms, where people are very hot or very cold. Ein Aspekt dieses illusorischen Spiels manifestiert sich als die Höllenbereiche, wo es den Leuten entweder sehr heiß oder sehr kalt ist. Some of it manifests as animal realms, God realms and so on. Andere wiederum manifestieren sich als Götterbereich, Tierbereich und so weiter. But there is not one atom of true substance in any of these modes of existence. Aber es gibt nicht ein einziges Atom, wahrhafte Substanz in irgendeiner dieser Modalitäten der Existenz. Therefore we save all beings in the manner of a dream. Daher retten wir alle Wesen in der Form eines Traums. And the one who is going to save these beings is also like a dream. Derjenige, der diese Wesen rettet, ist auch wie ein Traum. We look at our own lives. Where have they gone? We were once young. Where did it go? Wenn wir unser eigenes Leben anschauen, wir waren einmal jung, wo ist das alles hin? One of the great films of our time, Mamma Mia. You know this film? Großen Film unserer very Zeit. important. Because in it, there's a very beautiful scene where the mother is preparing the daughter for her wedding. Darin gibt es eine wunderschöne Szene, wo die Mutter die Tochter für die Hochzeit vorbereitet. And she sings this song about remembering, preparing her daughter for going to school and looking out the window and watching her walking away. Und sie singt dabei dieses Lied, wo sie praktisch sich daran erinnert, wie sie ihre Tochter für die Schule ausgerüstet hat und aus dem Fenster guckt, wie die Tochter zum ersten Mal in die Schule geht. And now the daughter is grown and about to be married. Und jetzt ist die Tochter erwachsen und wird gerade verheiratet. This is poignant. Das ist wirklich beeindruckend. Where has her daughter gone? This lovely little girl. Wo ist ihre Tochter, dieses liebliche kleine Mädchen, hingegangen? We can apply this to ourselves. Where has our youth gone? Wir können das auf uns selbst anwenden. Wo ist unsere Jugend hin? What have we done? Was haben wir gemacht? This is not for sadness. This is to see, oh, life is impermanent. Das ist nicht dazu da, um Traurigkeit zu entwickeln, sondern um zu sehen. At each stage in our life, we think, this is me, this is me.
Um zu sehen, dass das Leben unbeständig ist, vergänglich ist. Und in jeder Stufe denken wir, das bin ich, das bin ich. And there is a manifest truth in that, this is me, Und darin ist eine manifeste Wahrheit, das bin ich, but no enduring essential truth. aber keine dauerhafte, essentielle Wahrheit. Our life is like a dream. Unser Leben ist wie ein Traum. Other beings are like a dream. Und auch andere Wesen sind wie ein Traum. So in this dreamlike perception, we work for the benefit of all beings. Und in dieser traumartigen Wahrnehmung arbeiten für das Wohl anderer Wesen. In fact, it says in the Diamond Cutter Sutra, one of the early Mahayana sutras, if a bodhisattva wants to help a sentient being, he is not a bodhisattva. In der Tat heißt es sogar in dem Diamantschneider-Sutra, das ist eines der frühen Mahayana-Schriften, explizit, wenn ein Bodhisattva die Absicht hat, einem fühlenden Wesen zu helfen, ist er kein Bodhisattva. Because if you believe that there are real beings who need to be saved, you're not a bodhisattva. Denn wenn man den Glauben hegt, dass es da wahrhafte Wesen gibt, die in Not sind und gerettet werden müssen, dann ist man kein wahrer Bodhisattva. If you take a piece of coal and you wash it with soap for 1 day, 1 year, it will not become white. Wenn wir ein Stück Kohle nehmen und dieses Stück Kohle einen Tag oder sogar ein Jahr lang waschen, wird es davon nicht weiß werden. Coal does not have the nature to be white. Die Kohle hat einfach nicht die Natur, weiß zu sein. We become enlightened because we have Buddha nature. Wir werden erleuchtet, weil wir die Buddha-Natur besitzen. If we had the true nature of lost, stupid, sentient being, we couldn't become enlightened. Wenn wir die wahrhafte Natur eines verloren gegangenen, idiotischen, fühlenden Wesens hätten, dann könnten wir nicht erleuchtet werden. The basis of enlightenment is to recognize emptiness. Und die Grundlage zur Erleuchtung ist, die Leerheit zu erkennen. If sentient beings weren't intrinsically empty, you couldn't make them empty. Wenn fühlende Wesen nicht innewohnend leer wären, dann könnte man sie auch nicht leer machen. So this is a particular approach to compassion. It's not a usual, let's just help people, compassion. Das ist ein bestimmter, besonderer Zugang zum Mitgefühl. Es ist nicht der normale Impuls, oh, lass uns Leuten helfen. And then in Dzogchen there is a similar approach, but it's starting from the natural purity of the situation. In Dzogchen gibt es einen ähnlichen Zugang, aber er startet von der natürlichen Reinheit der Situation. Because of that, then the nature is already pure. Deswegen ist eben aufgrund dieser Tatsache der ursprünglichen Reinheit ist die Natur bereits rein. Therefore, if we see them as impure, that's not very helpful. Wenn wir sie dann anfangen als unrein zu sehen, dann ist es nicht sehr hilfreich. Say you've had an accident Zum Beispiel, vielleicht hast du einen Unfall and you suffer from amnesia und du leidest an Gedächtnisverlust and you don't remember who you are. und du erinnerst dich nicht, wer du bist. And I say, Mary, I'm going to help you. I'm a therapist. Und ich sage dann zu dir, Mary, ich werde dir helfen, ich bin ein Therapeut. That's not very useful. Dann ist das nicht sehr hilfreich. You don't know who you are, I don't know who you are. Anyway, you could be Mary. Why not? Thanks a It's lot. never too late for a sex change. Ich weiß nicht, wer du bist, du weißt nicht, wer du bist, aber ich sage einfach, Mary, es ist nie zu spät, um das Geschlecht zu umwandeln. We have to work with the actual situation of the person, not put something into them. Wir müssen mit der tatsächlichen Situation der Person arbeiten und nicht irgendwas über sie überstülpen. We don't want to offer them an alternative identity, Wir wollen ihr ja keine alternative Identität anbieten. and neither do we want to confirm the seeming substantiality of their identity as they grasp at it. Noch wollen wir auch die Substantialität ihrer gedachten Identität, an der sie jetzt festhalten, verstärken. The person is the effulgence, the radiance of emptiness. Diese Person ist ein Ausfluss, eine Strahlkraft der Leerheit. And therefore being open to them as they are, Daher, wenn wir ihnen gegenüber offen sind, so wie sie sind, with tenderness, with closeness, with lightness, mit einer gewissen Form von Sanftheit, Nähe und Leichtigkeit, and tries to create a mood of blossoming.
versucht man eine Stimmung zu erzeugen, in der erblüht werden kann. Not serious, not heavy, not striving, Nicht ernst, nicht schwer, nicht strebend, but not amused, entertained and avoidant, aber auch nicht so amüsiert, unterhaltsam und im Grunde vermeidend, but creating the mood of being present, sondern eine Stimmung erschaffen, in der man gegenwärtig ist inviting people to be here where they are. und einladend dazu, für die Leute da zu sein, wer sie sind. So if somebody's telling you a story of their misery, Wenn uns also jemand die Geschichte ihres Elends erzählt, you don't want to go into that story and take it very serious. wollen wir nicht unbedingt in die Geschichte eintauchen und sie allzu ernst nehmen. The fact that it's a serious story for them is part of the problem. Die Tatsache, dass es für sie eine ernste Geschichte ist, ist ein Teil des Problems. On the other hand, you can't just say, hey, that's nonsense. Auf der anderen Seite kann man nicht einfach sagen, ey, das ist Unsinn, was du erzählst. So you have to hear the story in a deconstructed way. Wir müssen also die Geschichte anhören, aber in einer dekonstruierenden Art und Weise. Neither affirming nor destroying, but opening the story up so that the joints can be perceived, and instead of it being a fixed arch, it becomes like a pontoon bridge. Wir hören sie eher wie in einer weder affirmierenden noch zerstörenden Art und Weise, sondern so, dass die Geschichte geöffnet werden kann, sodass man die genauen Verbindungspunkte der verschiedenen Aussagen erkennen kann, sodass statt die Geschichte zu einer festen Brücke zu machen, sie eher wie eine Pontonbrücke etwas beweglicher wird. Because once we start to see the articulation of our own story, Denn sobald wir anfangen, die Artikulation unserer eigenen Geschichte wahrzunehmen, its solidity lessens. vermindert sich ihre Festigkeit. We start to experience the contradictions inside ourselves. Und wir beginnen auch die Widersprüche in uns selbst zu erfahren. Not to catch ourselves out and see that we're a fraud, but just to realize that whatever we say about ourselves is never the whole story. Nicht etwa, um uns damit daran zu erwischen, wie wir im Grunde genommen ein Betrüger sind, sondern einfach nur, um festzustellen, dass was immer wir über uns selbst erzählen mögen, es niemals die komplette Geschichte sein kann. So we're not so solid, our situation is not so serious. What's happening? Wir sind also nicht so fest und unsere Situation ist nicht so ernsthaft. Was geschieht also? Happening after happening after happening. Es ist ein Geschehen nach dem anderen Geschehen, wieder nach dem anderen Geschehen. The unfolding of each moment of the display of emptiness. Und das ist die Entfaltung eines jeden Augenblicks von Leerheit. So that's the function of compassion in Dzogchen. Und das ist die Funktionsweise von Mitgefühl in Dzogchen. It's not trying to do anything artificial to the other, Es ist nicht der Versuch, irgendetwas Künstliches für den anderen zu tun, but by embodying these three factors, the openness, the non-duality of the field, so that the other person is not the other with a big O, they are just part of what's going on, and the spontaneity of responsiveness, there is always a welcome to the other, but not as they take them to be. sondern indem man die drei Faktoren der Existenz sozusagen präsent hält, also die Offenheit, das nicht-duale Feld, in dem der andere nicht ein anderer mit sozusagen der andere mit großen Buchstaben geschrieben ist, sondern einfach Teil des Geschehens, und dann mit der Spontaneität der Antwort kann der andere dann einfach sein, so wie er ist. So if somebody tells us their story of suffering, Also wenn jemand uns seine Leidensgeschichte berichtet, we listen to it with the attitude that I believe that you believe what you're telling me. dann hören wir es an mit der Haltung, ich glaube, dass du glaubst, was du mir erzählst, But I don't believe it. aber ich glaube es nicht. Why would I believe it? Warum sollte ich daran glauben? It's not the only story you can tell about yourself. Es ist sicher nicht die einzige Geschichte, die du über dich selbst erzählen kannst. I don't know if they have this in Germany in the kind of comics for children, Vielleicht gibt es in Deutschland diese Comics für Kinder, but they often, in the English one, they have each part of the page has many dots on it.
Es gibt in England zumindest solche Comics, wo dann ein Bild mit so ganz vielen Punkten da ist. And mixed in with the dots are numbers. Und in diese Punkte, an diese Punkte sind dann Zahlen dran geschrieben. And if you join the dots according to the numbers, then you get an elephant or something appears. Und wenn man die Punkte gemäß der Zahlen korrekt verbindet, dann bekommt man zum Beispiel einen Elefanten oder irgendwas. So when the person is telling their story, Wenn die Person also ihre Geschichte erzählt, they're trying to join the dots for us. dann versucht sie die Punkte für uns zu verbinden. We just hearing lots of dots. Wir hören aber nur eine Menge Punkte. Because you could join these dots in many different ways, many new patterns could arise. Denn man könnte diese Punkte auf viele verschiedene Weisen verbinden und dann würden viele verschiedene Muster entstehen. And the sort of gestalt formation, the shaping, is what imprisons us. Und diese Gestaltformierung, dieses Formen ist das, was uns gefangen nimmt. Gestalt do form, but as momentary shapes, Gestalten formen sich, in der Tat, aber nur als momentane Formen. as the bloom or the shine of the potential of the situation. Das ist das Erblühen oder das Scheinen des Potenzials der Situation. But when you fix onto a particular gestalt and you say, this shape is who I am, then you imprison yourself. Wenn man aber sich dann auf eine besondere Formung fixiert und sagt, diese Formung, das ist, was ich bin oder wie ich bin, dann steckt man sich selbst ins Gefängnis. And that's the way in which anxiety and fear cause us to cheat ourselves. Und das ist die Art und Weise, wie Ängstlichkeit und Furcht uns dazu bringen, uns selbst zu betrügen. In English there is a saying, any port in a storm. Any port. Im Englischen sagt man, im Sturm ist jeder Hafen gut. So, when you are a child and things are difficult, the ship of your life goes into a particular port, a particular construction of this is who I am, this is how I have to behave, and so on. Und als Kind, wenn man in Schwierigkeiten ist, dann gehen wir gerne in irgendeinen Hafen und dann bestimmt dieser Hafen unsere Selbstdefinition. Das ist wie ich bin, das ist wer ich bin. You weren't happily sailing along in the lovely sunshine in the Mediterranean reading the Good Port Guide. Wir haben nicht die Gelegenheit gehabt, bei gutem Sonnenschein auf dem Mittelmeer zu segeln, friedlich und dabei den Führer für gute Häfen zu lesen. You found yourself hanging on to this because of the dynamics of the family. Wir haben uns selbst schon bereits in einem Hafen gefunden und an dem Hafen festhalten gefunden aufgrund der Dynamik der Familie. And then, because it's what you know, it gets invested with more and more symbolic significance. Other people start to see you as having that patterning and reinforce it by their reactions to you and so on. Und dann natürlich haben wir das immer mehr Bedeutung, mit symbolischen Bedeutungsträgern und sonstigen Dingen investiert. Andere Leute haben angefangen, uns in einer bestimmten Art und Weise zu sehen, bestimmte Reaktionen zu zeigen und so weiter. And this is how we come to be the person we know ourselves to be. Und das ist, wie wir zu der Kenntnis von uns selbst als die Person, die wir als uns selbst kennen, kommen. But this is an example of false consciousness. Aber das ist ein Beispiel von einem falschen Bewusstsein. This is like the Marxist notion of mystification, Das ist wie der marxistische Begriff von Mystifizierung, in which the worker doesn't understand the dynamics of the ownership of the means of production. in welcher der Arbeiter nicht die Dynamik des Besitzes an Produktionsmitteln versteht. And takes it as a kind of done deal, as just how it is, that the owner of the factory is very rich and they are not at all rich. Und das sozusagen als ein bereits abgeschlossenes Geschäft, als etwas, wie die Dinge halt so sind, nimmt. Und es ist halt dann natürlich, dass der Fabrikbesitzer der Reiche ist und er nicht der Reiche ist. False consciousness is the state in which we are, the internal light doesn't go on. We are not analyzing our own structure. Das falsche Bewusstsein ist ein Zustand, in dem das innere Licht nicht angeht, in dem wir nicht in der Lage sind, unsere innere Struktur wirklich zu analysieren. And this is why a good therapy is very helpful for Dharma practice. Und das ist der Grund, warum eine gute Therapie sehr hilfreich für die Dharma-Praxis sein kann.
Because if it's done in a precise and intelligent way, it can illuminate the structures of encapsulation. Denn wenn sie in einer gekonnten und guten Weise ausgeführt wird, kann sie die Strukturen unserer inneren Einkapselung beleuchten. So that these forms are revealed as historical patternings, Sodass diese Formen als geschichtliche Musterbildungen enthüllt werden können, which are frozen aspects of energy. welche nichts anderes sind als eingefrorene Aspekte von Energie. And by releasing the energy or libido or prana, whatever we call it, that's embedded in them, it's now free to manifest in different patterns. Und indem man die Energie oder Libido oder Prana oder wie auch immer man sie nennen möchte, loslässt, freilässt, hat sie die Freiheit, sich dann in vielen verschiedenen Mustern zu manifestieren. And what the Dzogchen view of compassion would bring to that is there's nothing wrong with these patterns. Und was die Dzogchen-Sichtweise des Mitgefühls da hineinbringen würde, ist zu sagen, dass an diesen Mustern nichts verkehrt ist. There's nothing wrong with having an unhappy life. Es ist nichts verkehrt daran, ein unglückliches Leben zu haben. Happiness is not better than unhappiness. Denn Glück ist nicht besser als Unglück. When children are doing simple drawings, they learn that you make a upturn for a smile, in the downturn for sad. Wenn Kinder so anfangen, ihre ersten einfachen Zeichnungen zu machen, dann lernen sie, dass man sozusagen eine nach oben gerichtete Kurve macht, wenn man Lächeln für Glück und nach unten gerichtete Kurve macht, wenn man Traurigkeit zeichnet. Both of these manifest from the potential of a straight line. It just depends which way you bend it. Beide manifestieren sich aus dem Potenzial einer geraden Strecke. Es hängt nur davon ab, in welche Richtung man sie biegt. When we are unhappy in our lives, when we feel betrayed, frustrated, irritated, self-doubting and so on, Wenn wir in unserem Leben unglücklich sind, wenn wir uns betrogen, frustriert, irritiert und so weiter fühlen, these are reflections in the mirror of the mind. dann sind das Spiegelungen in dem Spiegel des Geistes. The mirror is not destroyed by ugly reflections. Der Spiegel wird aber nicht durch hässliche Spiegelungen zerstört. But I don't want to be happy. I mean, I don't want to be unhappy. Oh, Freud, what would you say? Well, that might be true. So, Übersetzungsfrage. if we want to have a particular kind of structure, and we say that this other structure is not what we want, Wenn wir eine bestimmte Struktur haben wollen und sagen, diese Struktur ist nicht das, was wir wollen, then we are dealing with this existence as if it was a supermarket. dann behandeln wir diese Existenz, als ob sie eine Art Supermarkt wäre. I am an informed consumer, and I want to exert my right to make the choices that suit me. Ich bin ein informierter Konsument und ich möchte von meinem Recht Gebrauch machen, das zu konsumieren, was mir gefällt. Just as I define who I am by the kind of clothes I make, I will define my inner life by the kind of thoughts and feelings that I have. In der gleichen Weise, wie ich definieren kann, wer ich bin, indem ich die Kleider wähle, die ich trage, kann ich auch mein inneres Leben definieren, indem ich die Gedanken wähle, die ich habe. And I go to my psychotherapist because they are a good interior designer. Und ich gehe zu meinem Psychotherapeuten, weil diese Leute gute Innenarchitekten sind. They know about psychic wallpaper and what sort of carpet is useful to have. Sie kennen sich aus mit der psychologischen Tapete und sie wissen auch, welcher innere Teppich am besten passen würde. It's not like that at all. Aber es ist überhaupt nicht so. Our life comes to us, Das Leben kommt zu uns, sometimes good, sometimes bad. manchmal gut, manchmal schlecht. Space is enough for everything, Und der Raum ist genug für alles. but it's not fair. Aber er ist nicht fair. Why are these other people having happier lives than me? Warum haben diese anderen Leute glücklicheres Leben als ich? I'm going to die soon and I've never done that. Ich werde bald sterben und habe immer noch nicht sowas gemacht wie die. These thoughts are very persecutory.
Solche Gedanken sind natürlich sehr selbstbestrafend. When you sit in meditation and you experience them there, they're just another kind of thought coming and going. Wenn man aber in Meditation sitzt und diese Gedanken erfährt, dann sind sie einfach nur eine andere Art von Gedanken, die kommen und gehen. But if these thoughts catch you and you start cooking inside, Wenn sie dich aber festhalten und dann anfangen aufzukochen, you get bitterness, depression, frustration. dann kriegt man Bitterkeit, Depression, Frustration. What have I been doing all these years? I've wasted my life. I should have learned this earlier. Was habe ich mein ganzes Leben lang gemacht? Ich habe mein Leben verschwendet, ich hätte es früher lernen müssen. It doesn't help at all. Sowas hilft überhaupt nicht. So, in terms of compassion, clarity is important, but too much clarity can be very harsh. Im Sinne von Mitgefühl ist also Klarheit wichtig, aber zu viel Klarheit kann auch sehr harsh sein. Sometimes if I'm traveling around and I stay in a hotel and they have a strong neon light in the bathroom, I look in the morning. Manchmal, wenn ich reise und ich übernachte in einem Hotel, und da gibt es in dem Hotel manchmal sehr grelle Neonlichter im Badezimmer, wenn ich da morgens mein Gesicht drin sehe. Also. So, we need clarity, but also tenderness. Wir brauchen Klarheit, aber wir brauchen auch Zärtlichkeit. So that when we see what we're up to, the clarity doesn't freeze it like a moth being pinned to a wall. Oh my God, I did that. Sodass, wenn wir bemerken, wonach wir trachten, worauf wir aus sind, wir durch unsere Klarheit nicht wie eine Motte an die Wand gepinnt werden und denken nur noch und paralysiert denken, was ist das denn? And this goes back to the infinite and finite that we began with. Und das ist im Grunde genommen ein Rückbezug auch zu dem Endlichen und dem Unendlichen, womit wir angefangen haben. Because the infinite mind, our generous, all-pervading awareness, needs to put an arm around every limited moment of our existence. Denn unser unendlicher Geist, unsere unendliche offene Dimension der Existenz muss jeden begrenzten Moment unserer Existenz umarmen. They are all part of the richness of our experience. Sie sind alle ein Teil der Reichhaltigkeit unserer Erfahrung. And that is what is very challenging. Das ist sehr herausfordernd. If you read the books on Dzogchen, like for example this Yogi's Handbag book that we've just reprinted, there are chapters on meditation and they point very clearly to say don't push things away, don't pull arisings into you and merge with you. Wenn man Dzogchen-Literatur liest, zum Beispiel eben aus dem Handschriftwerk eines Yogi, das wieder erschienen ist, wenn man da die Kapitel über Meditation liest, dann wird sehr klar gesagt, dränge die Dinge nicht weg, verschmelze aber auch nicht mit ihnen. Because then you're simply inside the prejudice of I like this, therefore it's good, I don't like that, therefore it's bad. Dann tut man das, dann ist man einfach innerhalb des Vorurteils bezüglich dessen, was man mag und das daher gut ist und was man nicht mag und was daher dann schlecht sei. And embedded in that is a kind of stupidity. Eingebettet darin ist eine Art von Dummheit. It looks like intelligence, but Sieht it's aus, actually stupidity. sieht aus wie Intelligenz, ist aber in Wirklichkeit Dummheit. If you go to the market, you don't want people to sell you some rotten tomatoes. Wenn man auf den Markt geht, will man natürlich nicht, dass die Leute einem dann vergammelte Tomaten verkaufen. You try to check out what the stallholder is putting in the bag. Man versucht herauszufinden, was der Budenbesitzer einem da in die Tüte packt. In English we say, don't pull the wool over my eyes. Im Englischen sagt man, zieh die Wolle nicht über meine Augen. You know, I know what's what. Ich weiß, was ist. But that intelligence of being able to compare and contrast and make differentiation is a weaker form of intelligence than the inclusive intelligence. Aber diese Intelligenz der Fähigkeit, Dinge zu vergleichen, zu kontrastieren und zu wissen, was ist, ist eine schwächere Form als diese allumfassende Intelligenz. For example, we have the story of Sleeping Beauty. Wir haben ja diese Geschichte von Schneewittchen.
Once upon a time there was a king and a queen. Dornröschen. Ja, Dornröschen. Einmal vor einer Zeit gab es da einen König und eine Königin. And they were very happy together. Und sie waren sehr glücklich miteinander. There was only one thing missing, they lacked a child. Und es gab nur eine Sache, die fehlte, es fehlte ihnen ein Kind. The years went by and they were getting a bit sad. Die Jahre vergingen und sie wurden ein bisschen traurig. But then the queen fell pregnant Dann wurde aber die Königin schwanger and the pregnancy went to term and a beautiful girl was born. und die Schwangerschaft kam an ihr Ende und ein wunderschönes Mädchen wurde geboren. Our darling daughter, the princess. Unser Schatz, unsere Tochter, die Prinzessin. So the king and the queen said we must have a celebration for the whole nation. Und dann haben die Königin und der König gesagt, wir müssen das mit der ganzen Nation zelebrieren. And they invited people from all directions, Und sie luden alle möglichen Leute aus allen Richtungen ein, setting out trestle tables down all the streets, piling them with food and drink so that everyone could be happy and celebrate. und sie errichteten lange Tische in allen Straßen, die sich vor Essen bogen, sodass alle Leute mitfeiern und zelebrieren konnten. But there was one person who was not invited, Aber es gab eine Person, die nicht eingeladen wurde. the witch who lived in the east. Die Hexe, die im Osten lebte. She is too dangerous. Sie ist zu gefährlich. But she was a good witch. Aber sie war eine gute Hexe. So when the party was going, she arrived, uninvited. Gute Hexe im Sinne von einer fähige Hexe, sodass sie also, als die Party schon im vollen Gange war, auch ankam. Und zwar uneingeladen. And she said, oh, everybody has come to bring presents. I also have a present for this beautiful little girl. Und sie sagte, alle sind mit einem Geschenk gekommen. Auch ich habe ein Geschenk für dieses wunderschöne Mädchen. My dear, when you are 16, you will prick your finger on a spinning wheel and fall asleep for 1,000 years. Mein Liebling, wenn du 16 sein wirst, wirst du deinen Finger am Spinnrad stechen und dann wirst du für 1000 Jahre in Schlaf fallen. This is my gratitude for your non-invitation. Das ist meine Dankbarkeit für eure Nichteinladung. It's a long story, I won't go. It's a very sweet story. And of course it comes true. Although they tried to burn all the spindles, the spinning wheels, doesn't work. Finger is pricked, girl falls asleep. Das ist eine lange Geschichte, wollen wir sie nicht allzu sehr ausschmücken. Natürlich kommt es so, obwohl man natürlich versucht, diese Vorhersage zu unterlaufen, indem man alle Spindeln von Spinnrädern vernichtet. Das Mädchen sticht sich und fällt in Schlaf. And then the prince has to spend a lot of time cutting his way through the briars to get to her. Dann muss der Prinz eine Menge Zeit verbringen damit, sich da durch das Gebüsch zu schneiden, um zu ihr vorzudringen. So this is a very important story for Dzogchen. Das ist eine sehr wichtige Geschichte für Dzogchen. Everything has to be invited. Alles muss eingeladen werden. Even the aspects of yourself and the aspects of other people that you find horrible, obnoxious, difficult, dirty. Selbst die Aspekte von einem selbst und die Aspekte von anderen Leuten, die man furchtbar und widerlich und dreckig und sonst irgendwas findet, müssen dabei sein. My dear Poo-Poo, you are very welcome. And Madam Pee-Pee, please sit. Meine liebe Kacke, komm zu mir und auch mein Pipi, bitte, setz dich. Like that. Now, this feels mad. Wie das, so muss es sein, obwohl es sich wie verrückt It anfühlt. feels completely counterintuitive. Es fühlt sich vollständig kontraintuitiv an. You're sitting in the practice and suddenly you're caught up in some mean-spirited thought, something unpleasant. Wir sitzen in der Praxis und sind plötzlich in irgendwelchen niederträchtigen, niedrigen Gedanken gefangen. But the compassion is the inclusion. Aber das Mitgefühl beruht hier auf dem Einschluss. Now that's not permission to act it out. Nun, nicht verwechseln mit der Erlaubnis, das auszuagieren. Having negative thoughts, having difficult feelings, that's for us to open, welcome and allow them to self-liberate.
Die Erlaubnis, negative Gedanken zu haben, ist lediglich eine Einladung, dass sie erscheinen, dass sie erfahren werden und sich selbst befreien dürfen. Because the notion of self-liberation, Rangdrol, is very important in Dzogchen. Denn der Begriff von Selbstbefreiung, Rangdrol, ist in Dzogchen sehr wichtig. That everything will go free by itself if it is allowed to be itself. Dass alles nämlich sich aus sich selbst heraus befreien wird, wenn es die Erlaubnis bekommt, es selbst zu sein. But when you get into adjusting things, either trying to keep them or push them away, Wenn man aber in das Bestreben fällt, Dinge anzupassen, indem man sie entweder hineinzieht oder herausdrängt, this sets them up for repetition and continuity. dann errichtet das sozusagen schon bereits den Mechanismus für Wiederholung und Kontinuität. So this view is quite challenging. Das ist eine sehr herausfordernde Sichtweise. Again and again we have to see our assumption, Wieder und wieder müssen wir unsere eigenen Annahmen angucken. what feels right and seems to be true, Was fühlt sich richtig an und wahr zu sein scheint. and then remember the view that's taught by Garab, Dorje, Padmasambhava and so on. Und dann aber sich an die Sichtweise erinnern, die von Garab, Dorje, von Padmasambhava und so weiter gelehrt wurde. And then painfully we have to see, oh, what I believe to be true is an obscuration. Und dann müssen wir schmerzlicherweise erkennen, dass das, was ich für wahr halte, in Wirklichkeit eine Verdunklung ist. It looks and feels clear and meaningful to me, but actually it's just another veil. Es schaut aus und fühlt sich auch so an, als ob es klar für mich wäre, aber in Wirklichkeit ist es nichts anderes als ein anderer Schleier. So this is why it says, relax and release, relax and release. Let everything go and you will have everything. Deswegen heißt es, entspanne dich und lasse los, entspanne dich und lasse los. Und indem du das tust, indem du alles loslässt, wirst du alles haben. If you try to hang on to the special, what you will end up with is trouble. Wenn man das Besondere festhalten will, was man dann behält, ist Schwierigkeit. Okay, so now we do a final meditation. Jetzt machen wir eine abschließende Meditation. And do like yesterday with the 3R, visualizing the white R in front of us. Und wir machen das wie gestern mit den 3 A's, wobei wir das weiße A vor uns visualisieren.